Er war einer der beliebtesten und besten deutschen Counter-Strike-Spieler. Six. Er war auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen. Und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Das war einer der pursten Menschen. Hatte keinen bösen Gedanken in seinem Leib. He was always smiling. That's the main thing I remember about him. Not his headshots during the game, but that he was so cheerful. Er war ein ziemlich offener Mensch und überhaupt nicht abgehoben. Es hat einfach Spaß gemacht, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist die Geschichte von Antonio Danilowski, besser bekannt als Six. Toni wurde im Jahr 1990 in Hamburg geboren. Seine Counter-Strike-Karriere in der ESL beginnt, als er 14 Jahre alt ist. Sein erstes Team heißt Paranoia. Anschließend spielt er unter anderem für Unafraid und Nexus Gaming in der EAS. Six gehört damals zu den jungen Wilden in Counter-Strike. Er ist talentiert, locker drauf und vor allem ist er enorm ehrgeizig. Dass er alles dafür geben wird, so, das hat man relativ früh gemerkt. Wenn man dann mit ihm auch gespielt hat, hat man das gemerkt, dass er auch alles für dieses Game einfach geben wird, dass das sein Leben komplett beeinflusst hat, schon bis dahin und auch weiterhin immer beeinflussen wird, hat man damals gesehen. Der hat sehr, sehr viel am Anfang seiner Karriere getan, so das Fundament gelegt, was für ein Spielertyp er ist. Der war ja eher Movement, Wegschießen und so. Das war so sein Ding und der hat am Anfang sehr viel getan. Toni spielt mit seinen Teams einige Zeit in der EAS. Im Januar 2007 darf er dann mit dem Clan Endeffekt die EPS-LAN-Relegation spielen und setzt direkt ein Ausrufezeichen. Kommt die erste Flash, da kommt die zweite Flash. Auf dem Spot ist einer, das ist Chicks. Nein, der kam von außen und wo steht er? Der steht auf dem Spot. 3 Mann mit Headshot. Mann. 3 One-Shots. Ja, leck mich am Arsch, war das gut, ey. Toni spielt bei der LAN-Relegation in Köln groß auf und hilft seinem Team in die ESL Pro Series aufzusteigen. Allerdings wird er kein EPS-Spiel mehr für Endeffekt machen, denn Toni wechselt kurz nach der LAN-Relegation zum Frankfurter Team G-Live, das später dann zu 360 Esports wird. In einem Interview mit Reed Moore im März 2007 sagte er als Grund für den Wechsel: Ich persönlich kann von mir aus sagen, dass ich gewechselt bin, weil ich in 360 eine bessere Entwicklungsmöglichkeit für mich selbst und mehr Perspektiven für das Team sah. Menschlich sind wir sowieso schon untrennbar. Einer seiner Mitspieler bei seinem neuen Team ist Fatih Dayik, besser bekannt als Goppi. Er war auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Es gab voll viele Parallelen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag und einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen, und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Direkt in seiner ersten Saison in der höchsten deutschen Spielklasse zeigt Toni, welches Potenzial in ihm steckt. Er schafft es mit 360 Esports auf die Finals der 10. EPS-Saison und wird am Ende Vierter. EPS Finals 10, die Szene war gefühlt auf ihrem Höhepunkt und dann sind die da mit Freunden auf die Finals gefahren, was ich immer wieder mega großen Respekt, das habe ich nicht geschafft. Da den 4. zu machen, mega guter Erfolg, haben die selber so nicht gesehen, aber ich als Außenstehender schon. Als Belohnung für seine herausragende EPS-Premierensaison erhält Toni den Rookie of the Season Award. Aufgrund seiner starken Leistungen werden auch andere Teams auf ihn aufmerksam und wollen den Rohdiamanten verpflichten. Im Juli 2007 wechselt er gemeinsam mit Goppi zu Mousesports und bildet mit Gore, Capio und Tixo das neue Maus-Line-Up. Wir sind relativ schnell als Team zusammengewachsen, also sehr schnell, sehr gute Teammates. Und das war, glaube ich, auch wichtig, so dass nicht nur so Toni und ich so die Neuen sind, sondern wir waren total gemixt. Dann war Toni mal mit Navid unterwegs, dann war ich mal mit Manu vielleicht abends unterwegs oder ich war mit Franz im Zimmer. Also es war so gar nicht getrennt und ich glaube, das war wichtig auch für den Erfolg. In kürzester Zeit hat er sich von dem Homie, mit dem er ein bisschen gezockt hat, einfach zu einem absoluten Star entwickelt. Bei Mousesports entwickelt sich Toni von einem Rohdiamanten zu einem der besten Counter-Strike-Spieler der Welt. Skill-wise habe ich nie einen besseren Spieler gesehen. Also einfach vom rein individuellen Skill konnte keiner ihm das Wasser reichen. War auch quasi ähnlich wie bei mir, so ein Mann fürs Grobe, der individuell dann Situationen gut lösen konnte. War auch immer einer, der mal als Erster irgendwo reingegangen ist. Also es gibt ja auch viele, die dann sich eher zurückhaltend sind und dann eher ängstlich sind oder wie auch immer, aber er war immer vorne
vorne rein und macht gerne den ersten Schritt. Also das war dann schon sehr, sehr gut. Ich glaube, es gab selten einen Spieler, der man nennt es ja so Raw Skill, also auch vom Aiming, wie er gespielt hat, konnte der Spieler alleine entscheiden und das war weltweit, gab es vielleicht da 3 oder 4 davon. Der beste Spieler, den ich kannte damals, den hast du an die AWP gesetzt, der hat dir das Ace geholt, der konnte aber auch alle anderen Waffen spielen. Heute vergleichst du es, oder könntest du es vergleichen mit einer Ebene von Saivu oder Simple. Spieler, die einfach Sachen machen, die nicht verständlich sind, wo jeder sagt, es geht nicht, kam Zyx und hat gezeigt, dass es doch geht. War ein ganz, ganz starker Spieler, für mich auch weiterhin einer der besten damals, mit dem würde ich immer zusammenspielen. Six kann die Counter-Strike-Szene aber nicht nur auf dem Server beeindrucken, sondern auch außerhalb. Er wird immer als herzensguter Mensch beschrieben, als absoluter Teamplayer. Außerdem gilt er als bescheiden. Trotz seines kometenhaften Aufstiegs waren ihm Starallüren fremd. Toni blieb einfach immer Toni. Also der ist immer ein bodenständiger Mensch gewesen. Ich habe ihn so kennengelernt und so ist er auch geblieben, Gott sei Dank. Es gibt ja den einen oder anderen, der sich dann mal sich selber irgendwie in den Himmel lobt oder so. Toni hat das nie gemacht. Der hat jeden Menschen so genommen, wie er ist. Ja, menschlich, dass er absolut süßer Junge war. Bisschen naiv, aber so die Naivität, die man jemanden so verzeiht, weil er halt so freundlich ist und nett. Er war ein ziemlich offener Mensch und überhaupt nicht abgehoben, trotz seines Skills, den er einfach so hatte und den Erfolg, den er ja eben hatte. Und ich glaube, da hätte sonst wer irgendwie kommen können und er wäre da offenherzig irgendwie gewesen. Er war auf jeden Fall sehr unbeschwert und unbekümmert und also hat in den Tag hineingelebt und das war dann für ihn in Ordnung und das, aber im positiven Sinne, also nicht negativ gemeint, sondern war einfach ein netter Typ. You know, it made sense that he was such a great player because he was such a great guy and you could just sense this feeling of quality from him when I talked to him, and I remember thinking that every time I've talked about him as a player, I couldn't help but talk about him as a person as well. Und er war auch so ein bisschen verpeilt. Er war verpeilt und hat aber ja einfach so das Spiel teilweise oder oftmals, besser gesagt, rumgerissen und hat dann Dinge einfach rausgehauen, die sehr beeindruckend eben waren und ja, aber darüber hinaus ein sehr lustiger Mensch. Er hatte keinen bösen Gedanken in seinem Kopf. So wie viele Menschen triffst du die, wo du sagst, der ist pur in deinem Kopf eigentlich. So, wenn du mit ihm sprichst, der hat keine Hintergedanken, der denkt nicht 3, 4 Schritte weiter, sondern ist einfach nur direkt. Also toller Mensch. Six wird einer der erfolgreichsten deutschen Counter-Strike-Spieler. Er gewinnt zum Beispiel 5-mal die deutsche ESL Pro Series und läuft außerdem für das deutsche Nationalteam auf. Auch international sorgt er für Aufsehen, fährt etliche Titel ein und macht sich in der weltweiten Counter-Strike-Szene einen Namen. Hard-hitting, I think he was brave. He had the kind of, naivety, if that's the word, as a young player, just like going aggressive when you shouldn't, etc. And that caught us off guard so many times. My memory also suggests that he had a good balance between rifle and AWP. I think he did both. So I think he was a really tough player to predict for all those reasons. Six was one of the best players in the world, 1.6, without a doubt. He jumped right onto the scene and immediately everyone had to respect him. And if you didn't, that was your mistake. I looked a lot of frag movies of him and he was an insane player, and I love talking to Sonic or Mats, my assistant coach. I've been playing 0.6 about how he was in Rara. He said he was insane. He was like the best German player so far. If you watch the Mouse frag video, like half the kills are from Six in that one, and he was just an amazing hybrid. He could do it with a rifle and an AWP, and usually those are a little bit more rare. It's usually you have specialists where people are really strong at rifles and people that are really strong at AWPs, but he could literally pick up anything. He can clutch it out. He was a big part of the CS and especially the Mouse team. I think everyone is always saying good things about him, and everyone remembers him in the best version of himself. He was always smiling, so that's the main thing I remember about him. Not his headshots during the game, but that he was so cheerful, and I just always enjoyed spending time with people who are having such a great vibe. The guy had it all to become, the next best German player. Eigentlich läuft für Toni also alles super. Im Juli 2010 soll er dann mit Mouseboards am IEM Global Challenge Event in Shanghai teilnehmen. Toni verpasst allerdings den Flug und will dann am nächsten Tag nach China fliegen. Seine Teamkameraden sind bereits in Shanghai angekommen. Er fährt mit seiner Freundin vom Frankfurter Flughafen aus zurück nach Hause.
Auf der Rückfahrt platzt allerdings ein Reifen. Das Fahrzeug kommt von der A45 ab und schleuderte unter der Schutzplanke hindurch in die Böschung. Six wird schwer verletzt und stirbt am 28. Juli 2010 im Krankenhaus in Lüdenscheid. Toni wird nur 20 Jahre alt. Und dann ist der Unfall passiert, wir kommen an, der Vati hat einen Anruf. Ich sehe, dass er auf einmal kreidebleich ist. Ich denke mir, was ist los, Mann? Ich nehme das Telefon aus seiner Hand. Ich glaube, das war Yilmaz und sage, Toni hat einen Unfall, Toni ist tot. Und du denkst dir so, what the fuck? Ist das ein Joke, Alter? Ich konnte nichts antworten und habe dann auch so gesagt, so einen auf, so mach mal keinen Scherz. Aber in dem Moment wird ja halt nicht klar, so darüber wird keiner einen Scherz machen. Also ich weiß noch, das war sehr surreal, also ganz unwirklich, wie Toni wäre jetzt gestorben. Also ich konnte es mir nicht richtig vorstellen, irgendwie wie so ein schlechter Traum. It hurts every time, mostly because me and him actually were same age. We actually know each other very well. A lot of people, at least for that time period, know that. And I still get nightmares when I'm standing in China. I don't remember which city it was, but I think it was Shanghai. And I see so many German players, Gobbi, Capio, walks in and I see they're telling the ESL staff and you see the smile just. Man war richtig leer. Also so einfach leer, weil einfach komplette Überforderung. Ich hatte nichts im Kopf, ich habe nichts gespürt. So einfach, als ob du nicht da bist, so was geht ab. I didn't speak for like the next 2 hours and I'm just looking into the ground and like it was so unreal. Like that was something that will haunt me. Es tat wirklich einfach weh. Neben das alles noch zu dem, dass einfach ein junger Mensch viel zu früh gegangen ist. When I heard the news that Six passed away, I was shocked. Just my heart went out to his family. It was awful and I just couldn't imagine what everyone who knew him and loved him was going through. Da kamen einem schon die Tränen. Also es ist unglaublich traurig und auch irgendwo halt nicht realisierbar, weil du hast am Abend vorher, haben wir noch zum Abschiedsessen, waren wir noch in so einer Burgerbude da in Spanien gewesen und haben noch gequatscht. Und dann wachst du auf und dir erzählt einer, der ist halt tot. Also das ist so was Unglaubliches und halt auch wirklich sehr schade. Hat er auf jeden Fall nicht verdient. I went to the funeral. I gave his mother my condolences. She looked me in the eyes and it was one of the hardest things that I'd done because people this young, they're not supposed to go this early. Der Schock in der Counter-Strike-Szene ist groß und viele Weggefährten überlegen sich, mit Counter-Strike aufzuhören. Und auch wenn es extrem schmerzhaft ist, die Community muss Abschied nehmen. Von Antonio Danilowski, besser bekannt als Six. Er hat Spuren hinterlassen, aufgrund seiner Fähigkeiten in Counter-Strike, aber auch aufgrund seiner Persönlichkeit. Eines ist ganz klar: Toni bleibt auf ewig in guter Erinnerung. Es ist vielleicht der beste deutsche Spieler aller Zeiten von uns gegangen. So, als ich mit ihm gespielt habe, habe ich immer gegen ihn gekämpft, aber irgendwann mal habe ich auch gemerkt oder akzeptiert, so, der ist über dir. Der ist über dir. Und dass ich mir das eingestehe, ist der größte Schritt überhaupt. Ne? Und dass wir so einen Spieler verloren haben wegen so einem Quatsch, das ist einfach nur traurig. Generell denke ich gerne an die Zeit zurück, vor allem gerade an die Mauszeit, wo es sehr viel Spaß gemacht hat. Klar ist er dann auch ab und zu in meinen Erinnerungen. Und wenn ich zurückdenke, dann habe ich immer diesen unbeschwerten, unbedarften, kleinen Jungen, der niemand was Böses will. Großer Mensch, großes Herz, lustiger Geselle, absolut. Und wie gesagt, ich glaube, der wird heute noch vielen Menschen Spaß machen. Ja. Antonio Danilowski, aka Six, ein großartiger Counter-Strike-Spieler und ein großartiger Mensch.